Habe die Ehre und herzlich willkommen bei Namahem. Fühl dich wohl hier, fühl dich zu Hause. Ich freue mich, dass du da bist. Und heute soll es um Alzheimer gehen. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht über Krebs, weil das ein Schreckgespenst ist unserer Zeit. Auf der körperlichen Ebene, so es ist mit Alzheimer genauso, auf der Verstandes-, Gedanken-, Gehirnebene auch ein solches Schreckgespenst. Meine energetische Sichtweise drauf und Betrachtung. Bleib dran, gleich geht's los. Ja, erstmal möchte ich wirklich sagen, dass ich mich nicht über Menschen, die erkrankt sind und die das als Leid empfinden, natürlich ganz klar auf irgendeine Art lustig machen möchte und das in die witzige Ecke ziehen möchte. Ich möchte einfach die energetische, seelische Sichtweise, die höhere Sichtweise von bestimmten Erkrankungen oder Geschehnissen bei Menschen und auch in diesem Veränderungsprozess unseres Planeten, diese Entwicklung, die da stattfindet, ein bisschen näher beleuchten und auch gleichzeitig immer auch eine Lösung aufzeigen. Und die Lösung ist wie immer eigentlich ganz einfach. Gut. Alzheimer, relativ rapider Verlust, halten wir es einfach, ohne Sonderformen und so. Da geht es um den Verlust der Gedächtnisleistung bis hin zum totalen Vergessen, dass man Menschen nicht mehr erkennt, eigene Familie und zum Schluss auch selber nicht mehr weiß, wer man ist. Wir leben in einer Welt, die sehr, sehr verstandesgeprägt ist. Und das habe ich schon öfter erwähnt, dass der Verstand von uns nur so ein kleiner Teil ist und alles andere ist der Rest und das ist viel, viel größer. Der Verstand ist einfach nur ein Werkzeug, wird aber in den Status der alleinigen Bedeutsamkeit und fast schon zum Herrscher der Welt erklärt. Und genau, das macht halt auch die ganzen Probleme. Okay, wir sind Seelenwesen, wir sind mehr als Mensch, unser Verstand ist, Oberflächenverstand ist nur ein kleiner Teil. Dennoch identifizieren sich immer mehr Menschen, also einmal über den Körper sehr, aber auch über den Verstand, über das, was sie denken, über ihre Gedanken und sie glauben, sie wären ihre Gedanken. Das stimmt natürlich nicht und wir sind eben jetzt in diesem Prozess des Erwachens, des kollektiven Erwachens, ich nenne es einfach ganz einfach Evolution. Dann kann sich jeder was darunter vorstellen, der sehr schnell vonstatten geht im Moment. Und natürlich hat die Evolution, die Natur, die große Seele, wie man es auch nennen mag, schon gewisse Mittel, uns auf dem Weg zu führen. Jeden Einzelnen, aber auch im Kollektiv. Und so tauchen dann große Themen auf, die ein Licht auf eine bestimmte Problematik werfen und daraus kann man lernen. Aber natürlich, viele Menschen lernen daraus, manche machen eine Wissenschaft draus und versuchen das mit allen Mitteln zu bekämpfen, weil es unerwünscht ist. Alzheimer frisst den Oberflächenverstand weg, die Erinnerungen, alles was in der Vergangenheit war, worüber Menschen sich definieren, wer sie sind sie eben nicht. Sie sind nicht das, was in ihren Erinnerungen ist oder was sie denken. Sie sind mehr. Es würde auf diesem Planeten so eine Krankheit nicht geben, die auch scheinbar sich immer mehr Menschen davon betroffen sind, wenn nicht die absolute Notwendigkeit da wäre, sich von diesem Oberflächenverstand zu lösen. Für unsere weitere Entwicklung als, nennen es mal, kosmische, göttliche Menschen. Wir werden nicht mehr mit diesem Oberflächenverstand durchs Leben gehen, sondern mit unserer Intuition, mit einer anderen Art, ich würde es nicht Verstand nennen, mit einem höheren mentalen Geist.
Also was jetzt da passiert bei Alzheimer ist natürlich schon nicht die Ideallösung, aber es zeigt was auf. Menschen, die das schon mal miterlebt haben, vielleicht bei Angehörigen oder vielleicht einen Film drüber gesehen haben, die werden gesehen haben und spüren, dass am Ende, wenn nichts mehr bleibt, wenn dieser Kampf vorbei ist, der Kampf des Festhaltenwollens und dieser Kampf, seinen Verstand weiter zu benutzen, bleibt nur ein Wesen übrig, das nur noch fühlt. Das reagiert auf Liebe, auf Zuwendung, ganz klar, aber nicht mehr auf Erinnerungen, auf mentale Ansprache. Natürlich, so dorthin wird unsere Evolution nicht führen, aber wir haben dann schon noch einen höheren mentalen Geist, der da gewiss, es wird nicht mehr der Oberflächenverstand sein. Und das zeigt uns was als Kollektiv. Und ganz oft trifft es Menschen, die sich besonders über ihren Verstand, über ihren Intellekt definiert haben. Und klar ist es hart, wie gesagt, aber alles, was einem Einzelnen geschieht, ist ja dann für uns als Menschen, als Gesamtes, wir sind einfach eins, miteinander verbunden, auch eine große Chance, was daraus zu erkennen und zu lernen. Doch was, ein neues Medikament entwickeln, dass es nicht mehr auftritt, ist das die Lösung? Oder ist die Lösung, sich diese Zeit, die sich die Seele bei Alzheimer einfach nach und nach nimmt, den ganzen Raum, zumindest zum großen Teil mal den Verstand beiseite zu legen und sich seiner Seele zuzuwenden, seiner Intuition und dem Fühlen zu spüren, wir sind alle viel mehr als Menschen. Da geht die Fahrt hin. Ich freue mich unglaublich drauf und ich hoffe, du auch. Und wenn du mit diesen Augen in die Welt blickst, wirst du ganz, ganz viele Phänomene sehen, die sich ähnlich zeigen und die eigentlich einen ganz anderen Hintergrund haben, aus energetischer, spiritueller Sicht gesehen, als die meisten Menschen glauben wollen oder sehen. Sei du einer, der oder die das sieht, schau mit diesen neuen Augen in die Welt und ja, alles ist gut. Ich danke dir, dein Namahem, und bis zum nächsten Video. Danke dir.